Hi und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Chris und du schaust gerade die Videoreihe TC Helicon Voice Live 3 Extreme. In diesem Video erkläre ich dir, wie du die Loop-Funktion benutzen kannst. Viel Spaß! Um in die Loop-Funktion zu gelangen, musst du lange den Loop-Button gedrückt halten. Hier siehst du jetzt nun 6 eingeteilte Bereiche. Jeder Bereich wird individuell von einem Button betätigt. Mit dem Effekt-Button gelangen wir jetzt zu den Einstellungen. Im Input-Bereich kannst du auswählen, ob du deine Gitarre, dein Mikrofon, Gitarre und Mikrofon, dein Backing-Track oder alle zusammen loopen willst. Mit dem Effekt-Button gelangst du wieder zurück. Ich erkläre dir jetzt die folgenden Synchronisationseinstellungen. Für den Anfang rate ich dir erstmal auf Smart die Einstellung zu belassen. Serial bedeutet, wenn du auf Slot A eine Aufnahme startest und dann auf Slot B übergehen willst, wird Slot A wiederum gestoppt, während Slot B die Aufnahme startet. Alles klar soweit? Im Quantisiermodus kannst du Slot A und Slot B gleichzeitig aufnehmen oder overdubben und abspielen. Hier ist es vor allem wichtig, dass du vorher das Tempo eingestellt hast. Hier spielt es auch keine Rolle, wenn du jetzt auf Slot A zum Beispiel 8 Takte aufnimmst und auf Slot B nur 2 Takte. Hier zählt ganz allein nur dein Rhythmusgefühl, um den Button richtig zu drücken. Die Loops werden dann quantisiert abgespielt. Im Free-Modus hast du alle Freiheiten der Welt, aber hier musst du perfektes Timing beweisen, weil wenn du jetzt gerade Slot A aufgenommen hast und du Slot B startest, musst du zur richtigen Zeit Slot B wieder stoppen, um die Loops perfekt zu timen. Einmal zu spät gedrückt, verschiebt sich alles und deine Performance ist am Arsch. Kommen wir jetzt zur Smart-Einstellung, die ich dir ja schon vorhin empfohlen habe. Hier funktioniert es folgendermaßen. Wenn du bei Slot A jetzt 8 Takte aufgenommen hast und du bei Slot B jetzt die Aufnahme startest, wird Slot A automatisch abgespielt. Wenn du jetzt entscheidest, bei Slot B allerdings nach 4 Takten over zu dubben, wird das nicht funktionieren, da die Mindestangabe bei Slot A 8 Takte war. Daher empfehle ich dir am Anfang zum Beispiel mit Rhythmus zu starten, mit 4 Takten. Du kannst dann natürlich selbstverständlich bei Slot B dann 8 Takte aufnehmen oder 12 oder 16 und so weiter. So viel zu den Loop-Einstellungen. Wechseln wir jetzt zu den Metronom-Einstellungen. Dazu betätigen wir jetzt einmal die Effekt-Taste und dann die Hit-Taste. Wenn du jetzt vorher bei der Loop-Synchronisation Einstellung Quantisieren ausgewählt hast, kannst du jetzt hier dein Songtempo einstellen oder dein Metronom auf Stumm schalten oder den Sound ändern. Gehen wir eins zurück. Wenn du jetzt deine eingespielten Loops löschen willst, dann musst du jetzt einmal die Harmony-Taste drücken. Hier kannst du auswählen, ob du Slot A, B, C oder alle zusammen löschen willst. Kommen wir jetzt dazu, wie man die Loops aufnimmt. Dazu müssen wir jetzt einmal zurück auf die Looper-Startseite. Drücke die Harmony-Taste. Jetzt wird dein Loop aufgenommen. Du kannst jetzt zum Beispiel nach 4 Takten die Aufnahme stoppen oder abspielen oder overdubben. Du kannst auch je nachdem, welchen Synchronisationsmodus du vorhin ausgewählt hast, zu Slot B wechseln. Mit dem Effekt-Button gelangst du zu Slot C. Jetzt kommen ein paar versteckte Funktionen. Wenn du jetzt nach 3 Takten merkst, ui, der 4. Takt wird nicht sauber sein, dann musst du jetzt nicht den Loop abbrechen und komplett raus aus dem Menü, um dann Slot A oder B, wie auch immer, zu löschen, sondern kannst während die Aufnahme läuft den Looper-Button kurz drücken, dann fängt deine Aufnahme wieder von vorne an.
Das Metronom kannst du übrigens auch schneller einschalten, indem du lange den Hit-Button drückst. Dann erscheint Metronom on. Wenn du jetzt nochmal den Hit-Button drückst, dann ist dein Metronom stumm geschaltet, dein Hit-Button leuchtet aber weiter. Du kannst selbstverständlich im Loop-Bereich auch weiterhin deine Presets und Steps ändern. Das war jetzt der erste Teil zu Looping. Wie du ein Switch 6 im Looping-Modus benutzen kannst, erkläre ich dir dann in einem anderen Video. Im nächsten Video zeige ich dir dann, wie du Backing-Tracks von einem USB-Stick beziehen kannst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du jetzt etwas nicht ganz verstanden haben solltest, schreib es mir doch in die Kommentare. Ich versuche dir dann schnellstmöglich zu antworten. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ciao.